Verbrenne kein Geld und spare dir den Frust. Ich zeige dir, welche Zubehörteile wirklich sinnvoll sind und welche du lieber im Regal liegen lassen solltest. Aus über 9 Jahren Erfahrung und ja, mit viel Fehlkäufen, ja und echten Aha-Momenten bekommst du meine besten Tipps, damit du die häufigen Fehler beim Airfryer vermeidest und von Anfang an alles richtig machst. So, ich habe für dich jetzt mal die verschiedensten Zubehörteile jetzt hier etwas zusammengesucht. Ich habe garantiert nicht an alles gedacht, aber ich versuche mal, dass ich das Wichtigste so zusammenbringe. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob ich zuerst mit die Fehler oder ob ich mit dem, was wichtig ist. Ich nehme mal eins und da zeige ich dir gleich 2 Sachen. Spritzschutz ist ein sehr, sehr heißes Thema und doch auch sehr oft gefragt. Und ich finde für meine Heißluftfritteuse nicht den passenden Spritzschutz. Ja, es gibt jetzt hier einen, den hatte ich für den Ninja Speedy, der passt auch in den Cosori rein. Ich sag mal, soweit alles super, alles gut. Wenn ich denn der installiert ist oder was, klappt der super. Aber mein Negativpunkt an dem ist, er nimmt doch sehr viel Hitze. Und durch die Hitze braucht mein Gargut länger. Wenn du sagst, das ist mir egal, dann lasse ich es halt noch 2-3 Minuten länger drin, okay. Ich war dann ein bisschen enttäuscht, wenn meine Bratwurst nicht so schön braun war. Oder wurde, wie es gewohnt war. So rum gibt es einen ganzen Satz. Ja, und bei mir ist der eigentlich ein Außenseiter jetzt geworden. Am Anfang war ich ganz glücklich, dass ich ihn hatte. Der war mal ausverkauft, aber zum Schluss war er mehr oder weniger ein Außenseiter geworden. Denn ich habe mir inzwischen eine andere Lösung überlegt für diese und auch für die Heißluftfritteusenmodelle, wo es keinen Spritzschutz gibt. Ja, und wo es keinen Spritzschutz gibt, kommen meine heißgeliebten Grillmatten. Einmal nehme ich die Grillmatten. Hier unten hast du immer diese Crispplatte drin. Beantworte ich gleich noch eine Frage, bevor ich weitermache mit dem Zubehör. Ich ziehe die mal raus. Die hat ja hier an den Seiten diese Abstandshalter. Und da wird oft gefragt, kann ich die abmachen oder warum müssen die überhaupt dranbleiben oder müssen die überhaupt dranbleiben? Ganz, ganz wichtig, die müssen unbedingt dranbleiben. Die schützen deinen Korb, dass der nicht verkratzt. Das mal kurz zwischendrin. So, und jetzt machen wir hier weiter mit meinen Grillmatten. Und zwar, die Grillmatten lege ich einmal ganz gerne unten rein. Weil wenn ich kleinere Gemüse oder dergleichen habe, dann fällt das oft hier durch und es muss von unten raus geholt werden. Also hoch und dann rausholen. Ja, jetzt gibt es so eine kleine Noppen inzwischen, die man da reinmachen könnte. Finde ich persönlich nicht ganz so ideal. Ich hatte sie auch mal gekauft. Ja, aber ich teste ja alles aus, aber ich habe sie dann wieder beiseite. Ich weiß gar nicht, wo ich sie hin habe. Ja, also ich finde die nicht ideal, weil da krapscht du mit denen wieder rum und hast trotzdem hier nebenan noch, wo es doch noch durch oder runterfallen könnte. Die Matten zuschneiden auf die Größe von deiner Heißluftfritteuse, von deinem Korb. Den kannst du die immer unten reinpacken. Egal, was du jetzt oben drauf packst, fällt nicht so schnell durch. Und ich nutze die auch als Schutz nach oben. Wenn ich meine Speisen, meine Ware, alles habe, dann kann ich da oben drauflegen, darüber und nehme die als Schutz, damit mir da nichts verspritzt. Und da habe ich jetzt gleich nämlich das nächste für dich. Auf Etagen kochen. Sag mal, hier gibt es so ein Zubehörteil. In diesem Fall könnte ich jetzt hier, das machen wir mal, nehme ich das jetzt hier unten raus. Das ist bei der neuen Cosori richtig fest da drin. So. Da habe ich hier dieses Reck, wo ich das übereinander reinpacken kann. Jetzt kann ich es unten alles auch rausnehmen. Und ich kann jetzt auch meinen Schutz und meinen Spritzschutz, je nachdem von der Größe, wie ich es brauche, darauf befestigen. Dann fliegt das auch nicht davon. Oder kochen wir auf mehreren Ebenen. Kann ich das auch wunderbar nutzen und da einbauen. Weil ich kann das beliebig hier von den Größen, habe ich mehrere Etagen, wo ich das individuell anpassen kann. So, jetzt machen wir das mal wieder rein. Die nehmen wir mal beiseite. Das kleine Teilchen hier habe ich mir mal gekauft. Und das finde ich recht praktisch. Da kann man senkrecht entweder Toastscheiben reinstellen, wenn man schnell was toasten möchte. Man kann mehrere Würstchen nebeneinander auch so reinlegen.
verschiedene andere Sachen, die man also separat mal stapeln möchte, die nicht zusammenfallen sollen. Die kann man jetzt auch so in diesen da reinpacken. Also das ist eigentlich recht praktisch. Das würde ich sagen, das kannst du dir ruhig holen. So, jetzt machen wir gleich mal weiter mit diesen ganzen Silikoneinsätzen. Ja, nein. Da habe ich ein anderes Video noch dazu. Vergleich Backpapier, Silikon oder ohne alles. Schau dir das auch mal an, was da meine Meinung dazu ist. Wenn du Silikonformen verwendest, wofür die sinnvoll sind und wo du für sie am besten weglässt. Die hier finde ich recht praktisch, weil die hat auch nochmal so einen Einsatz. Das kannst du noch da rein tun. Wenn du trennen möchtest, dann kannst du das so unterschiedlich reinpacken oder du kannst sie auch rausnehmen und kannst auch das als Abtrenner so da reinpacken. Also wenn du Silikon nimmst oder nehmen möchtest, finde ich diese Kombination eigentlich recht praktisch. So, und jetzt kommen wir nämlich zu meiner ganzen Sammlung. Du siehst, ich habe schon ganz, ganz viele verschiedene gekauft und ausprobiert. Ja, ich sag mal, jeder hat eine andere Stärke. Bei denen, es geht ja darum, wie nehme ich das raus. Also die hier ist sehr kritisch, um die Sachen rauszuholen. Du kommst mit nichts richtig groß rein, dass du es rausholen kannst. Also die ist dann auf Abseits gegangen. Genauso wie diese. Und sie ist auch sehr lapperig. Siehst du, ist nicht stabil. Das hat man ja hier bei der schon anders. Da hat man schon richtig schöne, wo man das halten kann. So, dann haben wir die hier. Genauso, die hat wunderschöne, wo man das greifen kann, wo man das halten kann. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Greifen und Halten. Da ist der recht praktisch. Mit dem kann man so gut rein. Warte mal, ich hole es mal kurz raus. So, und das mache ich meistens mit einer Kombination. Auf der einen Seite habe ich ihn, den da, und auf der anderen Seite nehme ich eine Gabel und dann habe ich was Stabiles und kann es gut rausholen aus der Hesse-Fritteuse. Ich glaube, das konnte soweit zu meinem Silikonzubehör gewesen sein. Ach so, hier haben wir noch etwas. Und zwar Fingerschutz, Finger nicht verbrennen. Diese kleinen Dinger wurde auch schon mal gefragt, für was sind denn die überhaupt? Ja, und das sind Schutz, damit du dir die Finger nicht verbrennst. Also die kannst du auch nehmen. Dann kannst du hier mit dem, siehst du, hast du auch etwas mehr Halt, um das rauszuholen. Hier gibt es aber auch zwei verschiedene Varianten. Der hier ist viel dicker und der hier ist sehr, sehr dünn. Also da darfst du nicht lange den Gargut festhalten. Dann wird es heiß an den Finger. Da ist der schon besser. So, dann nehmen wir das auch mal raus. Jetzt kommen wir zu meinen absoluten Favoriten. Das sind diese Glasschalen. Das sind feuerfeste Glasschalen, also Jena Glasschalen oder nicht Jena Glasschalen. Also auf jeden Fall feuerfest. Jena ist ja auch was oder eine Firmenbezeichnung. Aber die sind ideal. Und wenn ich fertig bin und nicht alles brauche, haben jede ihren Deckelchen, den kann ich drauf machen und kann das im Kühlschrank aufbewahren. Und die gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt mal 2 hergeholt, nicht dass jetzt hier alles nebenan voll steht. Aber die sind wunderbar, die kannst du ganz leicht nutzen. So, und jetzt kommt nämlich das nächste Helferchen, was ich hier gerne habe. Und zwar, um die Schalen rauszuholen, habe ich hier diesen Greifer. Schau. Mit diesem Greifer hast du die Schale richtig schön fest in der Hand und kannst sie gut rausholen. Ich hatte es auch mit ihm probiert und ich muss dir sagen, es ist nicht so ideal. Also da ist dieses Zubehörteil richtig klasse. So, jetzt haben wir das erledigt. Das und das kann auch schon mal weg. Ich habe das jetzt noch mal ganz kurz beigeholt. Und zwar, ich werde auch oft gefragt, was ich da jetzt so habe. Und zwar jetzt nehme ich nochmal die Hand so rein. Und wenn ich Unterstützung brauche zum Rausholen, mit dem kann ich gut unten drunter reinfahren und kann das rausholen. Also auch hier mache ich nochmal den Unterschied. Ich packe mal die Silikonmatte nochmal rein. Du wirst gleich sehen, was der Unterschied ist. Wenn ich da reinfahre, kann ich wunderbar drüber und bleibt nicht bei den Feldern von der Christplatte unten hängen, sondern ich kann das so wunderbar nehmen und rausholen. Jetzt habe ich hier noch ein schönes Helferchen. Dann nehme ich mal die raus. Die brauche ich dann wirklich nicht. Ich kann doch das jetzt rausnehmen. Und zwar, wenn ich auf mehreren Ebenen kochen möchte,
Dann habe ich mir das mal gekauft. Jetzt hier durch die höheren Füßchen kann ich das wunderbar da reinstellen. Ich kann unten schon Essen machen und habe hier und kann hier oben, und es ist noch genug Luft dazwischen. Es hat eine gute Höhe, dass Luft zwischen den Speisen ran kann von allen Seiten, weil Luft ist ja das A und O. Wir kochen ja mit heißer Luft und deswegen muss die Luft von überall gut an die Speisen ran können. Das sind die geschlossenen Sachen alles nicht ideal. Das wir ganz am Anfang hatten, die Silikon, die sind da nicht so ideal. Die sind wirklich nur, wenn du flüssige Sachen hast, dass du die dann Silikonförmchen nehmen kannst. So, wo wir jetzt bei den Silikonformen waren, es gibt ja diese Backpapier-Einlagen, da gibt es ja so eine ganze Sets. Und die hatte ich auch mal gekauft. Je nachdem, wie hoch dein Korb ist oder was, habe ich auch ein Video. Guck mal, was jetzt passiert ist. Hast du es gesehen? Das Backpapier geht hoch. Das ist äußerst gefährlich. Deswegen lege ich jetzt meine Würste mal ganz auseinander. Weil normalerweise nutze ich kein Backpapier, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Wenn dir die Gefahr bewusst ist, kannst du so Backpapier auch gut mitverwenden. Aber wirklich nur, wenn es feuchte Speisen sind oder dergleichen. Ich sag mal, nicht um unbedingt das Reinigen zu vermeiden. Das Ding, den Korb, hast du ruckzuck sauber. Und dann musst du nicht unnötig noch Geld ausgeben für Backpapier. So, und jetzt kommen wir mal zum Thema Backen allmählich. Ich habe hier diese Backform, die passt da wunderbar rein. Du kannst die Backform so verwenden, entsprechend einfetten und dergleichen Zutaten rein. Auch in diesem Fall unten drunter die Crispplatte lassen. Ich lasse auch da diese Matte dazwischen, dann verkratzt nichts. Ob er sagte, dann schubst nichts. Also, dann sitzt die da drauf. Und jetzt kommt ein Favorit von mir, die ich sehr gerne nutze. Die kannst du ganz einfach da reinpacken. Das sind so Dauerbackfolien. Meinen Kuchen, den ich letzte Woche gemacht hatte, den Rhabarberkuchen, hatte ich so in dieser Folie drin, so in dieser Form gebacken. Und der war richtig klasse geworden. Den musst du dir auch mal anschauen. Also das ist auch ein ganz klasse Helferchen. Richtig klasse. Siehst du das? Der Duft hat inzwischen auch meinen Mann angelockt. Den schneide ich jetzt mittig durch. Das sieht doch gut aus. Ja, sieht gut aus. So, nachdem ich jetzt schon die Hälfte hier von den Kuchen gegessen habe, von oben runter, drehen wir mal rum. Und schau, so sieht der Boden jetzt auch von unten aus. Aber du siehst, der ist rundherum richtig gut. So wie es für die runde Form gibt, gibt es auch das für die länglichen. Ich habe jetzt gerade nicht griffparat, aber ich denke, du kannst dir das vorstellen. Wenn ich die da reinmache, das kann man hier hochklappen. Und dann kommt der Teig da rein und dann kannst du es auch wunderbar rausnehmen. Weil das Problem ist ja oft, der Teig, das hängt nachher an den Formen drinne fest. Und wie bekomme ich die raus? Und mit diesen Helferchen hier geht das wunderbar. So, und wenn wir beim Backen sind, möchte ich dir diese Silikonform zeigen. Die ist richtig klasse. Wenn ich Brot backe, dann mache ich den Teig direkt hier rauf und lasse es da drinnen backen. Die können jetzt ruhig da ein bisschen rein umfallen, das macht eh nichts. Weil ich tue die dann meistens sogar hier so an den Seiten. Jetzt rutscht das zwar hoch, aber wenn der Teig da drauf ist, rutscht das nicht mehr hoch. Und dann kannst du die, wenn die fertig sind zum Backen, hier an den Teilen einfach rausnehmen. Also das ist richtig ideal in dieser Beziehung. Was ich auch ganz gerne genommen habe, das ist für Brot und dergleichen. Es ist eine ganz flache Silikonschale nur. Die passt hier auch super rein. Das Brot unten rein. Dann hat das hier etwas Halt. Es läuft mir nicht einfach so davon. Und ich kann es auch an diesen Seiten gut rausnehmen. Also die habe ich bei vielen anderen auch oft in der Anwendung. Muss man meine Videos schauen. Ja, die hatte ich auch mal gekauft. Ich sage, das ist ein Flop. Mein letztes Video oder vorletztes Video, da habe ich mal Frikadellen da drauf so probiert. Ich dachte, naja, okay, ich mache sie jetzt mal auf so eine Matte anstelle von dieser Matte. Aber ich hätte sie lieber wieder da auf diese Matte gemacht. Das sind meine Frikadellen von oben.
Also du siehst, trotz dass die Löcher da drinnen waren, hat sich jetzt hier dieser Saft gebildet an der Seite. Und das habe ich einfach mit meiner Matte nicht. Weil ich habe zwar hier Löcher, aber trotzdem ist nicht genug Luft von unten rangekommen. Und ja, das Eiweiß, was austritt und so, das war dann hier unten drunter. Und in dem Bereich waren die Frikadellen von unten doch nicht so knusprig, so braun, wie sie sind, wenn ich sie so mit dieser Matte nur mache. Highlight von mir, das habe ich auch noch rund in einer größeren. Und zwar das nehme ich ganz gerne, wenn ich Eier mache. Die Eier kann ich direkt hier reinschlagen. Oder hier drin habe ich Omelette schon gemacht. So, jetzt habe ich hier in der Cosori unten drin den Einsatz. Und darauf kommt jetzt meine kleine Pfanne. Hier habe ich jetzt Speckwürfel drin. Das Ganze soll ich jetzt bei 200 Grad für 5 Minuten schön anbrutzen, schön anrösten. So, dann geht es weiter, dass ich jetzt hier 2 Eier habe. Das Kräutergewürz oben drüber. Und das schlage ich jetzt so auf. Mit hinein. Ja, schau. So ist er schön richtig knusprig. Und da rühre ich jetzt das Ei rein. Du siehst schon, wie das so schön anfängt und stockt. So, 2 Minuten noch mal ganz kurz rein. Das packe ich mal oben drüber, dass es nicht wieder anfängt und spritzt. Fertig. Das geht da oben runter. Ja, da hast du ein schönes saftiges Rührei mit Speck. Gucke, wie schön saftig das Ei noch ist. Kein vertrocknetes Ei. Ei, das mag ich nicht. Deswegen mache ich das so auf diese Art und Weise. So, heute machen wir Rühreier. Die schlage ich jetzt erstmal hier in meiner schönen Tasse auf. Das Ganze mache ich jetzt aus 2 Eier. Ja, richtig schön, dass richtig Luft reinkommt. So, das war Teil 1. Also da unten drin habe ich die Crispplatte. Darauf packe ich jetzt meine kleine Pfanne. So, jetzt wische ich ein klein bisschen mit dem Öl aus. Und jetzt erhitze ich die ganz kurz. Und in der Zwischenzeit kann ich mein Ei aufschlagen. Spiele die ein. Ja, das kann ich ruhig jetzt 200 Grad volle Pulle lassen. Und Start ist egal, 2 Minuten. So, jetzt dürfte ist das Ganze gut heiß. Hier nochmal kurz aufschlagen. Und jetzt verteile ich das da drin. Schalte mir die Hälfte kurz aus. Schalte ein. Und Temperatur gehe ich jetzt runter auf 160 Grad. Und für den Timer stelle ich mal 2 Minuten ein. So, nach 160 Grad, 2 Minuten, öffne ich das Ganze. Das Ganze soll ja ein Rührei geben. Ein Rührei bedeutet, ich muss rühren. Und das auch jetzt hier in der Heißluftfritteuse. Aber du siehst, die ist schon ganz gut gestockt. Das sieht schon richtig gut aus. Das mache ich mal zu, 160 Grad noch mal eine Minute. So, die Minute ist rum. Und das halte ich fest, damit ihr die Form nicht so sehr verrutscht. So, und jetzt habe ich mir überlegt, das sieht nämlich schon richtig klasse aus, dass ich jetzt die Heißluftfritteuse zumache und lasse es in der Heißluft noch ein bisschen nachziehen. Jetzt habe ich mein perfektes Rührei fertig. In nur 3 Minuten. So, hier habe ich jetzt mein perfektes Rührei. Schnittlauch oben drüber, bisschen Chilisalz. So, das perfekte Rührei habe ich jetzt gerade in der Heißluftfritteuse zubereitet. So, und jetzt zeige ich euch noch einen Trick. Ich mag es nicht, wenn die Eier von oben fest werden. In der Heißluftfritteuse, wenn die Eier da drin hast, die nicht abdeckst oder irgendwie was, werden die automatisch fest. Das mag ich einfach nicht. Ich mache das Ei alles da entsprechend rein und mache einfach diesen Deckel oben drüber.
Und schon werden die Eier von oben nicht mehr fest und du hast wunderbare Eier. Auch dazu habe ich Videos auf meinem Kanal. Also es lohnt sich, meinen Kanal mal richtig zu durchstöbern. Da findest du ganz, ganz viel wertvolle Tipps. Schau mal hier, Öl wird auch immer ganz gerne gefragt, was für ein Öl ich nehme oder was für ein Ölsprüher ich nehme. Ja, Ölsprüher muss ich sagen, habe ich fast jetzt gar keinen mehr. Ich nehme immer diese Flaschen hier von den Alba. Entweder nehme ich das Original Alba-Öl, weil das ist auch echt gut. Oder ich fülle die einfach hier oben, mache das auf und fülle das mit meinem Öl, was ich gerade benutzen möchte, auf. Rapsöl oder dergleichen. Ich weiß, Rapsöl ist nicht gesund. Rapsöl wird nur für Maschinen genommen. Aber meine Maschine ist 70 Jahre alt und die läuft immer noch trotz Rapsöl. So, dann kann man das hier wunderbar mit einsprühen. Das ist so viel zum Thema Öl. Dieser kleine Helfer jetzt hier, das ist ein richtiger kleiner Turbo, der hat es richtig in sich. Ob das Zwiebeln sind oder egal was, ich klein schrote. Nüsse und dergleichen mache ich in dem. Die hatte ich mal gekauft anstelle von diesen Schaschlik-Spießen, die man so hat. Ich muss sagen, das war eigentlich mehr oder weniger ein Flop. Weil hier durch dieses, wie soll ich jetzt sagen, durch diesen Draht, da bleibt das Fleisch erstmal dran hängen. Es rutscht nicht so leicht runter wie durch die ganz einfachen glatten Spieße. Ja, ich fand es mal toll, dass man das Fleisch so wickeln kann, aber das braucht ihr euch nicht zu kaufen. Also da ist ein Video von mir on, aber wie gesagt, das ist, ich sag mal Flop, das könnt ihr eigentlich vergessen. So, und wenn du ein bisschen eine größere Ausführung möchtest, dann kannst du auch das hier ganz gerne nehmen, um Sachen klein zu häckseln. Das ist auch recht praktisch. Ja, und hier habe ich noch so einen Allround-Helfer, der eigentlich mit einer Heißluftfritteuse gar nicht groß was zu tun hat. Aber oft hast du Gläser, die du nicht so oft bekommst oder was. Und hier hast du ja unterschiedliche Größen. Selbst eine Flasche kann ich wunderbar mit aufmachen. Da habe ich ja die unterschiedlichen Größen. Setze das an und drehe rum und bekomme das wunderbar leicht auf. Ja, und jetzt blende ich dir hier noch meinen Fleischthermometer mit ein. Ich denke, das ist praktisch, wenn ich dir das gleich in der Anwendung zeige, als wenn ich das einfach so in der Hand nehme und sage, hier, das Ding ist super. Dann kommen die Fragen, ja, wie funktioniert das? Deswegen habe ich gedacht, ich blende dir jetzt gleich mal das Video hier mit ein dazu. Das ist entsprechend auch eingestellt. Also da habe ich jetzt dieses mit dazu gekoppelt, eingestellt. Dann hat man hier entsprechend, kann man auswählen die einzelnen Einstellungen. Und dann hat man hier die ganzen Fleischsorten. Schweinefleisch habe ich jetzt da ausgewählt. Und dann kann man hier entsprechend einstellen von dem Grad, ob man das rosa haben möchte, da Englisch oder dergleichen. Ich hatte jetzt rosa ausgewählt und habe es okay übernommen. Dann gibt es hier noch ein paar Anleitungen, was ich beachten kann. Und dann habe ich jetzt hier meine einzelnen Temperaturanzeige. Ja. Dann habe ich hier Temperaturraum, kann Minimax einstellen. 74 Grad sind eingestellt. Ja, ja. Und das Thermometer hat momentan da jetzt 29 Grad stehen. Das ist von der Sonne, die jetzt einmal reinscheint. Entsprechend habe ich jetzt hier diese Thermometer jetzt hier, wo ich jetzt mein Fleisch mit messe. So, jetzt habe ich hier mein Fleisch, was ich jetzt aus meinem Gefrierbeutel rausnehme. Das muss mal etwas zur Seite. So, und jetzt kannst du sehen, wie ich jetzt hier mein Fleischthermometer habe. Da ist ein Maß dran. Bis dahin muss ich das ins Fleisch reinstecken. Und so stecke ich das jetzt einfach hier in das Fleisch entsprechend rein. Das sieht jetzt weiter aus, als es ist. Das Fleisch steht jetzt zur Seite rüber. Und du kannst ja schon sehen, wie die Temperatur jetzt da oben gleich zurückgeht, weil das Fleisch war ja aus dem Kühlschrank. Aber das ist jetzt viel kälter, als das momentan da war. Das passt jetzt automatisch jetzt dieser Temperatur da an. So, ich sehe, dass das jetzt auf 6 Grad runter ist, weil das Fleisch war ja im Kühlschrank. Das hat sich jetzt der Umgebungstemperatur angepasst. Und jetzt kommt das Ganze rüber in den Spedi. So, ich gebe etwas Wasser unten rein. Also das langt schon, mehr nicht. Das glatte die Füßchen alle eingeklappt. Das kommt jetzt wieder rein. Jetzt kommt mein Schweinebraten mit dem Thermometer so da oben drauf. So, der Deckel zu, Hebel runter und Funktion einschalten. Airfryer steht da noch, Temperatur
auf 160 Grad runter. Oh, das ist jetzt schlecht zu sehen, sehe ich im Nachhinein. Ja, und von der Zeit habe ich jetzt 1 Stunde eingestellt und dann gestartet. Ja, die Sonne stand etwas schlecht, deswegen ist das jetzt schlecht zu sehen. So, das Schöne ist, dass du jetzt auf dem Handy das Ganze nachverfolgen kannst. Wenn du mal unten drauf schaust, da siehst du, es ist von 101 ist es auf 103 gestiegen, 105. Das ist jetzt die Temperatur im Drinne, wie die Temperatur vom Fleisch jetzt anfängt und hochsteigt. Also nicht das Fleisch selber, sondern der Speedy heizt sich auf, dann das Fleisch die Temperatur selber. Da oben ist es noch bei 6 Grad. Also gerade sehen, es ist umgestiegen auf 7 Grad. Also jetzt fängt er auch schon innen drin an, die Kerntemperatur vom Fleisch sich zu erhöhen. So wie die Temperatur vom Speedy mehr wird und so entsprechend wird das Fleisch danach auch mehr. Also das kannst du wunderbar jetzt hier parallel schön vergleichen. So, nach einer Stunde. Ich schalte jetzt noch mal 15 Minuten nach. Und bei der Temperatur bleibe ich bei 160 Grad. Ja, inzwischen bin ich bei 70 Grad angekommen. Ich hatte auch den in der Mitte, in der Hälfte der Garzeit, hatte ich den auch mal umgedreht, den Schweinebraten. Also einmal gewendet. Und ich habe mir überlegt, ich lasse ihn doch nicht bis 74 Grad, sondern ich nehme ihn bei 71 Grad, nehme ich ihn jetzt dann raus. 71 Grad erreicht. Und Handy beiseite und der Braten kommt raus. Boah, schau doch mal, der sieht ja richtig lecker aus. Da siehst du, so steckt das Thermometer jetzt zum Schluss noch drin. Das muss ich jetzt mal rausholen. Jetzt habe ich meine Handschuhe und versuche das rauszunehmen. Oh, das war doch etwas heiß. Jetzt mache ich doppelten Handschuh, stecke 2 ineinander rein, dann soll das eher klappen. Jo, so hat das wunderbar geklappt. Also musst du Obacht geben, das Thema, das ist doch sehr, sehr heiß, wenn du das da rausholst, dann hat es die Finger nicht verbrennst. So, jetzt habe ich dir ganz viel Zubehör schon gezeigt. Ich habe bestimmt noch einiges vergessen, aber ich denke, das war jetzt mal so das Wichtigste. Und ich verzichte einfach darauf, dir meine ganzen Fehler noch zu zeigen. Das Video wird sonst einfach viel zu lang. Und ich will ja nicht unnötig aufhalten. Wichtig ist, dass du eigentlich das weißt, was ich am meisten benutze, was doch wirklich sehr sinnvoll ist. Und wie gesagt, diese Zange hier, die hatte ich noch gar nicht mit erwähnt, aber jetzt im Video habe ich sie nachher schon mit da drin. Oder hier diese, ja. Ja, jetzt habe ich dir so viel an Zubehör gezeigt, aber garantiert nicht alles. Und du fragst ja vielleicht, ja, wo bekomme ich denn das überhaupt? Und jetzt gehe ich mal auf meine Internetseite. Hier vorne habe ich meine Kochbücher, auch wo ich in Leipzig auf der Buchmesse war. Hier findest du auch wunderbare Rezepte. Mache ich vielleicht auch mal ganz kurz auf, dass du das mal ansehen kannst. Also hier, ob du mal runterscrollen, hier habe ich jetzt die ganzen Rezepte alles drin. Hier habe ich meinen Rhabarberkuchen drin. Und hier zum Beispiel kannst du dann auch entweder den Text da lesen oder du kannst gleich zu dem Rezept runterspringen. Dann hast du hier die ganzen Rezepte mit den Angaben. Hier nochmal das Video dazu, noch ein paar Tipps dazu. Oder wenn du jetzt noch weitere Gerichte suchst, Desserts, Kleinigkeiten in der Kuchen, dann kannst du auch hier mal reinscrollen. Rezepte nach Deutschland. Oder ja, holen wir mal die Barbecue-Bratwurst raus. Springen da auch mal in das Video rein. Und dann kannst du, hier habe ich doch die Kilokalorien mit eingearbeitet in die Seite inzwischen. Dann kannst du sagen, du willst Rezepte, die unter 400 Kilokalorien sind. Dann kannst du dir hier auch diese Rezepte so anzeigen. Also an der Seite bin ich momentan groß am Arbeiten, aber wir wollten ja eigentlich gucken mit dem Zubehör. Und da habe ich ja eine extra Seite noch erstellt. Machen wir jetzt mal auf. Ja, ich weiß ja gar nicht, welche Heißluftfritteuse du hast oder was, weil ich wollte das anfangen, eine Liste rausschreiben. Aber hier habe ich jetzt mal die Heißluftfritteusen, die gängigsten schon hier drinne. Und dann kannst du entsprechend, je nachdem, was du für eine Heißluftfritteuse hast, kannst du direkt in den Punkt dann reinspringen. Dann siehst du hier, dann habe ich hier diesen Spritzschutz, das was ich erklärt hatte. Du kannst aussuchen, ob du nehmen willst, ob du nicht nehmen möchtest. Ich will keinen bevormunden oder bevormunden schon richtig gesagt, was er nützt. Hier habe ich die kleinen Pfännchen, die ich vorhin auch im Video mit erwähnt habe. Und du siehst, ich habe hier auch die Größen reingeschrieben. Und wenn du jetzt eine andere Heißluftfritteuse hast und dein Modell hier noch nicht findest dabei, weil alle Modelle kann ich gar nicht erfassen, das ist ein Unding. Aber ich habe hier die Größen erfasst und dann misst dein Korb aus
Und dann kannst du entsprechend hier aussuchen, was du an Zubehör entsprechend dann nachher brauchst, als was du davon übernehmen möchtest. Ja, hier, das sind diese Noppen, wo ich erzählt hatte, ich habe sie mal gekauft gehabt. Manche schwören drauf, sagen, oh, die wollen die unbedingt haben. Hier findest du jetzt diese Greiferchen. Das waren die jetzt etwas dünneren. Also ich habe dir ja mitgeteilt, was ich alles habe. Ihr seht, hier ist nochmal die Größen alles angegeben. Aber ich denke, das langt jetzt hier auch so von dieser Seite. Ja, dann habe ich hier noch Spritzschutz, also Tipps. Gehen wir da mal ganz kurz rein. Wie der Airfryer hygienisch sauber bleibt, Kerntemperaturtabellen, auch das findest du jetzt hier bei mir auf der Internetseite. Da kannst du jetzt hier runterscrollen und kannst jetzt hier auch, da hast du direkt die Kerntemperaturen, alles entsprechend drin. Ja, und hier unter Garzeiten, Backofen, wenn ich da jetzt mal reingehe, so, und dann habe ich hier den Backofen umrechner, da kannst du hier die Temperatur entsprechend einstellen. Wenn du sagst, du brauchst jetzt nur 180 Grad, dann drehst du das entsprechend hier ein und du siehst, hier unten hat er entsprechend das angepasst. Oder von der Zeit, in deinem Rezept steht 20 Minuten drin, da gibst du es ein und er rechnet hier das Ganze entsprechend aus. So hast du also das. Also du kannst in Ruhe hier mal die Seite da angucken. Also ich fange jetzt auch an, dass ich je nachdem, welche Heißluftfritteuse du hast, war ich jetzt falsch. Also ich fange jetzt auch an, je nachdem, was für eine Heißluftfritteuse du hast, das nach Geräten zu splitten. Aber das ist richtig heiße Arbeit. Also ich habe noch viel vor. Ihr merkt das, ich bin viel am Arbeiten. Und hier habe ich auch nochmal die Haupttipps, auch hier die Kerntemperatur, wo mal alles drin war oder welches Gerät passt zu mir. Halt alles diese Tipps oder das findest du alles hier auf dieser Internetseite. Also es lohnt sich da auf dieser Seite auch mal näher, ja, wie soll ich so schön sagen, rumzustöbern. So, ich denke, jetzt habe ich dir einen groben Überblick über Zubehör gegeben, was sinnvoll ist, was du dir wirklich sparen kannst, was du nicht brauchst. Warum unnötig Geld ausgeben? Ich sage, unnötig Geld verbrennen. Dafür kannst du dir leckere Lebensmittel kaufen und die tollsten Gerichte in deiner Heißluftfritteuse zubereiten. Das waren jetzt meine Schlussworte dazu und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, und jetzt gehen wir in den heißen Beat über, hätte ich beinahe gesagt. Macht dir das Lust? Macht dir das Spaß? Also mir macht das richtig Spaß, das für euch zu erstellen. Die ganzen Hits da, die kleinen Airfryer-Hits. Schreibt mir doch mal, ob euch die auch gefallen oder ob das nur mir gefällt. So, und jetzt aber wirklich Schluss. Tschüssi. Ich stehe im Laden, Blick schweift hin und her. Silikonbeck vorm Gitter, ich sehe gar nichts mehr. Braucht man das alles oder reicht auch nur 2? Oh Mann, ich fühle mich so zubehörfrei. Hilfe, was brauche ich überhaupt? So viel Zeug, mein Konto weint und staunt. Muss das echt sein, dieser ganze Kram? Ich will doch nen knusprigen Schmaus. Jump. Spritzschutz hier, Körbchen da, Fettauffangbleich, alles wunderbar. Doch am Ende ganz ohne Scherz, reicht oft ein Rost und ein bisschen Herz. Nochmal! Hilfe, was brauche ich überhaupt? So viel Geld, muss das wirklich sein? Airfryer rockt auch mit wenig Zubehör, knusprig und lecker, dafür sind wir hier. Hilfe, was brauche ich überhaupt? So viel Zeug, mein Konto weint und staunt. Muss das echt sein, dieser ganze Kram? Ich will doch nur knusprigen Schmaus. Tschuk.